Liebe Freunde, in der heutigen Sendung mit dem Hinterseher geht es um die Quadro Nuevo Weihnachtskonzerte 2020, die vollkommen anders ablaufen als bisher. Es geht um die Bedeutung des Namens Quadro Nuevo und um viele großartige Musiker, mit denen wir jetzt und in der Zukunft auf der Bühne stehen dürfen. Viel Vergnügen! Heute sendet die Sendung mit dem Hinterseher sogar auf 2 Kanälen, wie gewohnt auf Andreas Hinterseher Music und auf dem Kanal von Quadro Nuevo, weil es auch um Quadro Nuevo geht. Gleich vorab, wir haben wenig wirkliche Konzerte, aber dafür machen wir an den Adventssonntagen Weihnachtsstreams, damit ihr trotzdem unsere Musik und unsere Weihnachtskonzerte hören könnt. Und zwar am ersten Advent, Sonntag, 29.11. um 18 Uhr jeweils, Quadro Nuevo und Chris Gall im Studio in München. Zweiter Advent, 6.12. Quadro Nuevo mit Philipp Schiepeck an der Gitarre aus der Kleinkunstbühne Leise am Markt in Coburg. Dritter Advent, Quadro Nuevo aus dem Kloster Beuerberg. Vierter Advent, Quadro Nuevo mit dem großartigen Harald Lesch, der Stern von Bethlehem, und dann am 26.12. noch Quadro Nuevo mit unserem hochgeschätzten Pfarrer Stefan Opitz aus der Petrikirche in Baldham. Diese Termine findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Hier auf der Fraueninsel im Chiemsee haben wir nun über viele Jahre unser jeweils letztes Konzert des Jahres gespielt. Hier haben wir auch unser erstes Weihnachtskonzert überhaupt gespielt in einer Zeit, als wir uns noch gar nicht vorstellen konnten, im Dezember überhaupt weihnachtliche Lieder zu spielen. Wir waren immer sehr stolz, eine wilde Tango-Band zu sein. Entstanden ist diese Idee schon viel früher. Michel Clavaux und Georg Löffler von unserer Plattenfirma GLM haben den Vorschlag immer wieder gemacht, den wir allerdings auch immer wieder abgelehnt haben. Ja, wie sieht denn das aus? Eine wilde Tango-Band wie wir und Weihnachtslieder. Aber eines Tages, es war ein trüber Novembertag, an dem wir im Badhaus Rottweil gespielt haben. Hier wurden früher Zwangsarbeiter untergebracht. Unsere Garderobe war im Keller inmitten vieler alter Badewannen. In einer Ecke stand ein Klavier. Normalerweise sind wir den ganzen Tag lang damit beschäftigt, irgendwas zu tun, Musik zu komponieren, Videos zu schneiden, Texte zu schreiben, Ideen zu haben, zu organisieren. Nur direkt vor dem Konzert ist immer so ein Moment der Ziellosigkeit. Wir warten einfach nur darauf, dass es endlich losgeht, wissen aber eigentlich nicht, was wir in der Zeit wirklich anstellen sollen. Und eben auf diesem Klavier lag ein vergilbter Notenband, das weihnachtliche Lied von der Firma Hohner. Ich habe mich einfach hingesetzt aus lauter Langeweile ans Klavier und aus diesem Notenband gespielt. In dieser düsteren Stimmung im Keller des Badhauses war das für uns ein ganz besonderer Schlüsselmoment. Wir wussten plötzlich alle gleichzeitig, dass wir eine Weihnachts-CD machen. Das war so eine gemeinsame Erkenntnis in dieser Stimmung, das wird funktionieren, die Musik ist interessant. Vielleicht ist das etwas, was wir der Musikwelt noch hinzufügen können, weihnachtliche Lieder ohne Kitsch und ohne Shopping und ohne das Übliche, sondern wirklich innig gespielte Weihnachtslieder in neuem Gewand auf der Suche nach dieser ursprünglichen weihnachtlichen Grundstimmung. Seitdem spielen wir nun jedes Jahr mit großer Freude unser Weihnachtsprogramm im ganzen Land, genießen es sehr. Für uns bedeutet es sehr viel Rumfahren, auf der Autobahn sitzen, aber der Moment am Abend im Konzert, weihnachtlich in einer Kirche, die nur spärlich beleuchtet ist, ist immer sehr besonders.
Doch in dem Jahr ist leider alles anders. Wir haben zwar noch ein paar Weihnachtskonzerte im Plan drinstehen, aber niemand weiß, ob es nicht wieder eine frohe Botschaft aus Berlin oder München gibt, die uns diese ganzen Pläne zunichte macht und unsere Konzerte abgesagt werden. Das hätten wir uns auch nicht gedacht, dass uns mal verboten wird, auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Das ist schon ganz eigenartig. Aber der Name Quadronuevo heißt ja nicht wie vielfältig angenommen neues Bild, sondern setzt sich zusammen aus Italienisch und Spanisch. Nuevo ist Spanisch und heißt neu, klar. Quadro heißt nicht vier, sondern heißt Bild oder Rahmen. Und so suchen wir uns einfach einen neuen Rahmen, in dem wir in dieser Zeit Musik machen können. Und in diesem neuen Rahmen bedeutet das, dass wir sehr viel streamen und auch bedeutet es, dass wir mit vielen großartigen Musikern zusammenspielen. Am Anfang war ja die Quartettbesetzung total fest mit Robert Wolf, Didi Lovka, Mono Franzl, Heinz Ludger Jeromin ganz am Anfang. Ich bin dann irgendwann dazugestoßen und wir haben uns niemals vorstellen können, dass wir jemals anders spielen als in dieser Besetzung. Das war so ineinander verwoben wie eine Art Vierer-Ehe bis zu dem Unfall 2018 mitten auf der Weihnachtstour, als unser guter Gitarrist Robert Wolf verunglückt ist und seitdem querschnittsgelähmt war und an den Folgen dann auch verstorben ist. In diesem Jahr ist dann dankenswerterweise Evelyn Huber eingesprungen mit der Harfe. Wir haben 2 Tage nach dem Unfall schon wieder gespielt, waren total traumatisiert und schockiert, aber wir hatten die Termine und wir mussten ja weiterspielen, auch für Robert, weil es war nicht klar, ob er nicht wieder gesund wird, und bis dahin mussten wir Quadronuevo natürlich am Laufen lassen. Leider ist es anders gekommen. Seit dieser Zeit war Evelyn unsere Begleiterin. Wir waren wieder zu viert unterwegs, haben sehr viele, sehr tolle und schöne Abenteuer in der ganzen Welt erlebt. Zu unserem Album Tango ist dann der Pianist Chris Gall zu uns gestoßen. Aber zum einen gibt es nicht auf jeder Bühne ein Klavier, zum anderen hat Chris die Möglichkeit genutzt und studiert nun online Meisterklasse Filmmusik am Berklee College of Music in Boston. Oft macht er dann mitten in der Nacht noch seine Hausaufgaben, während wir schon alle schlafen. Er analysiert dann berühmte Filmmusiken, schreibt sie selbst nochmal nach, aber viel besser als das Original. Oder macht tontechnische Übungen, das ist super auch für uns, weil immer wenn er was erzählt, dann lernen wir selbst mit dazu. Wir studieren quasi illegal als blinde Passagiere mit ihm Filmmusik. Es hat auch seine Vorteile, diese Zeit. Und für Chris, weil das alles noch zu wenig ist, übt er als Jazzpianist Beethovens erstes Klavierkonzert, das, wenn dann schon richtig, im großen Festspielhaus in Salzburg mit der Salzburg Philharmonie aufgeführt werden sollte. Also diesen Termin, der steht ja schon lange und der hat sich jetzt immer wieder verändert. Einmal war eine Sängerin mit Corona infiziert, dann war wieder totaler Lockdown in Salzburg. Wann es jetzt gespielt wird, weiß keiner, aber Chris übt quasi immer für den nächsten Moment, den Beethoven, weil man weiß ja nie, wann dann doch das Konzert stattfindet. Und damit wir ihn nicht auch noch an den Rand des Machbaren bringen, spielen wir immer wieder Konzerte mit folgenden Musikern gemäß dem Motto Quadronuevo, neues Bild. Paulo Morello an der Gitarre, das ist wirklich einer von uns. Ein fest in der Oberpfalz verwurzelter, weltreisender Professor an der Musikhochschule in Berlin, mit unserem Humor und vor allem ein großartiger Gitarrist, mit dem man auch nach dem Konzert noch super abhängen kann.
Nochmal Gitarre, aber komplett anders. Philipp Schiepeck aus München. Eindeutig der allerjüngste von uns. Er hat klassische Gitarre und Jazzgitarre studiert, steht aber schon mittendrin im Konzertleben, ist der junge Jazzgitarrist in Deutschland. Auch mit ihm haben wir im Sommer schon ein paar Konzerte gespielt. Ein wahrer Gentleman, immer gut aufgelegt mit einer Eleganz beim Spielen. Das ist für uns wie so eine Art Dauergenuss während dem Konzert. Es ist wirklich wunderbar mit ihm zu spielen. Und speziell für die Weihnachtskonzerte haben wir Tim Collins aus New York angefragt. Die sind leider auch sehr zusammengeschmolzen, diese Konzerte, aber vielleicht schaffen wir noch eines, aber mindestens einen Stream. Er ist auf unserem neuen Album Mare zu hören und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Wir haben zwar noch nie zusammen ein ganzes Konzert gespielt, das ist immer wieder abgesagt worden wegen diesem Corona. Aber immerhin waren wir schon zusammen auf dem Zugspitzgletscher und haben dort mitten auf dem Gletscher ein Stück aufgenommen. Und dann ein Jazzmusiker des Wortes, ein Freund, mit dem wir schon im Tourbus unterwegs waren, ein unendlich wohltuender, klarer Geist in dieser Zeit der wirren Thesen, ein Entertainer auf der Bühne und einer, dem man unendlich lange gebannt zuhören kann. Einer, dessen historisches Knochenhände den ganzen Tag lang nicht läutet, weil es die meiste Zeit aus ist, den man am besten per Brief erreicht, weil der E-Mail-Server so eingestellt ist, dass ab einer bestimmten Menge E-Mails am Tag keines mehr durchgeht. Er ist wie ein Schluck Quellwasser in der Wüste und vor allem ein unendlicher Spaßvogel. Wir machen einen weihnachtlichen Stream zusammen mit Harald Lesch. Sonne, Mond und Sterne. Wir freuen uns unendlich, dass unsere musikalische Vierer-Ehe vom Anfang nun zu einer musikalischen Großfamilie herangewachsen ist, dass wir
in immer wieder wechselnden, jungen, frischen Besetzungen spielen, dass wir auch zusammenspielen, zusammen aufnehmen, dass wir wirklich einfach, ja, wir sind eine Großfamilie geworden. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns zumindest im Digitalen sehen oder noch besser auf einem Frontalkonzert, also quasi wo der Musiker auf der Bühne steht und unten Publikum sitzt, klatscht, Interaktion herrscht, mal einer hustet, einer ein Glas umwirft. Das ist doch das wahre Leben. Aber das kommt wieder zurück. Und in der Zwischenzeit, damit ihr nichts versäumt, könnt ihr gerne den Kanal von Quadro Nuevo und von Andreas Hinterseer Music abonnieren. Da gibt es regelmäßig Videos, jeden Montag die Sendung mit dem Hinterseher abonnieren. Dann versäumt ihr nie wieder was von unseren Abenteuern.